Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Eddie D Smart Graveling. Ja, im heutigen Video möchte ich euch erzählen, wieso es vielleicht keine so gute Idee ist, eine solche Handyhalterung fürs Fahrrad zu verwenden, denn ich habe damit jetzt selbst ein paar negative Erfahrungen gemacht und möchte die mit euch teilen, um euch vielleicht vor den gleichen Erfahrungen, die ich gemacht habe, zu schützen. Also, falls euch das Ganze interessiert, dann bleibt dran. Nach einem kurzen Intro geht sofort los. Schön, dass ihr dran geblieben seid. Ja, ich habe das Ganze selber sehr lange verwendet. Das heißt, diese Halterung ist ungefähr 10 Jahre alt. Ich habe das Ganze bestimmt 3, 4, 5 Jahre verwendet. Dann gab es eine etwas längere Pause in meiner Fahrradkarriere. Und jetzt vor kurzem hatte ich die wieder montiert auf mein altes Mountainbike. Das ging auch eine ganze Zeit lang gut. Dann bin ich von dem Mountainbike auf mein Gravelbike umgestiegen, habe die Fahrradhalterungen mitgenommen und da fingen dann schon die Probleme an. Und mit Problemen meine ich so richtige Probleme, denn dieses Handy ist jetzt zu nichts mehr zu gebrauchen, denn das Problem ist, dass die Kamera an diesem Handy kaputt ist. Jetzt fragt ihr euch, was hat die Handyhalterung mit der Kamera am Handy zu tun? Ja, dazu muss man wissen, dass die Technik sich in den letzten Jahren in diesen Handys weiterentwickelt hat, beziehungsweise in den Kameras. Die Kameras haben keine softwarebasierten optischen Bildstabilisatoren mehr, sondern haben jetzt, ja, ich sage es mal, elektromechanische Bildstabilisatoren. Das heißt, die Linse ist hier gelagert und gleicht Erschütterungen aus, indem sich das Ganze mehr oder weniger bewegt oder frei beweglich ist. Nagelt mich jetzt bitte nicht fest, bin jetzt hier kein Handy-Experte, was hier diese Kameralinsen angeht, aber so ist es ungefähr. Und wie gesagt, früher bei den älteren Handys war das so, dass einfach in das Bild reingecroppt wurde und dann anhand von irgendwelchen Parametern diese Vibrationen ausgeglichen wurden. Und das Ganze wird halt heute elektromechanisch gemacht. Ja, und da ist im Grunde auch schon das Problem, denn Erschütterungen sind für eine solche Technik absolutes K.O.-Kriterium und genau das ist nämlich passiert, als ich aufs neue Fahrrad gestiegen bin. Das Problem bei den Gravelbikes, also vornehmlich bei den Gravelbikes, ist, dass sie ja aktuell noch keine wirkliche Federung haben und jeder Schlag, der auf dieses Handy drauf geht und mehr oder weniger direkt an die Kameralinse weitergegeben wird, führt halt dazu, dass dieses schwebend gelagerte Objektiv extremen Stößen ausgesetzt ist und das kann halt wie bei mir zu Problemen führen, dass die Kamera nicht mehr fokussieren kann. Und wenn ihr euch ein bisschen an den Computer setzt und einfach mal Google nach diesem Problem befragt, dann werdet ihr sehen, dass nicht nur ich der Einzige bin, der dieses Problem hat, sondern dass das relativ weit verbreitet ist. Die Hersteller solcher Halterungen haben natürlich das Ganze mitbekommen, haben die Entwicklung, die Technik mitbekommen und haben Fahrradhalterungen rausgebracht, die solche Stöße absorbieren, die Vibrationen absorbieren und das Ganze etwas, ich sag mal, nicht mehr so gefährlich für die Kameralinse machen. Aber die Frage ist ja, wollt ihr euer Handy, das mehrere hundert Euros gekostet hat, wollt ihr dieses Risiko eingehen und euch eine solche Halterung montieren, nur um dann festzustellen, dass nach ein paar Fahrten die Kameralinse kaputt ist und ihr euer mehrere hundert Euro oder 1000 Euro teure Handy dann im Grunde zur Entsorgung oder zum Weiterverkauf an irgendwelche Händler weiterverkaufen könnt, damit ihr wenigstens noch ein bisschen was von dem Ganzen zurückbekommt. Was bedeutet das für euch? Also im Grunde, entweder ihr holt euch eine Fahrradhalterung mit einem solchen Schockabsorber oder wie die Dinger heißen, oder ihr verwendet ein älteres Handy, dem ihr dann ein zweites Leben schenken könnt. Ich hoffe, ich konnte mit diesem Video ein paar Handys vor dem Recycling retten. Würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch und ein Abo da lasst und würde mich auch mal über Kommentare freuen, ob ihr schon ähnliche Probleme hattet. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.